Freunde, heute gehe ich auf vollautomatisiertes Handeln ein und wünsche viel Spaß. Jetzt, da ich es endlich geschafft habe, all meine Component Kits zum Upgraden der Pisten zusammenzufahren, das müssen wir ja leider machen seit dem neuesten Patch, muss ich nur noch meine Brücke fertigstellen und dann kann ich euch zeigen, wie es funktioniert. Hier sieht man mich, wie ich schön am Bauen bin, kurz vorm Schluss, und kracht mir der ganze Scheiß runter. Ich denke mir nur so, was zum Fick geht hier ab? Mach mir übelst die Sorgen erstmal um meinen Turm. Denk mir, ey, so schlimm kann es doch gar nicht sein. Das lädt jetzt bestimmt gleich wieder. Lauf dahin und mein Turm ist weg. Ich habe gefarmt wie ein Irrer und. Es leckt dermaßen, aber das kenne ich mittlerweile ja schon von dem Spiel. Versuch neu zu laden, alles drum und dran. Nix klappt. Ja, wie die Lags hier sind. Ja, das ist halt leider Gottes das Spiel. Vielleicht wird da mal irgendwann mal was dran geändert. Glaube ich mittlerweile schon gar nicht mehr. Ich markiere das hier nur für den Lift und ihr seht, es leckt dermaßen. Ehrlich, was ist bei diesem Spiel falsch gelaufen? Ich habe mittlerweile echt das Gefühl, die waren da dran am Arbeiten, Corona kam und die dachten sich, ey, das wollen die Leute jetzt haben, und haben ihre letzten Ressourcen genommen, alles in Werbung reingesteckt. Ich zeig euch gleich mal, was der Trailer verspricht und was es eigentlich geworden ist. Ich fasse es einfach nicht. Ich finde hier Gott sei Dank noch meinen Turm da unten. So habe ich überhaupt noch Motivation, den wieder hochzuholen. Ja, es ist abnorm. Ich könnte sowas von ausflippen. Dieses Spiel hat mir bei dem Versuch, das zu verwirklichen, den Autohändler, hat es mich so viel Zeit gekostet. Ich meine, klar, ey, ich meine, es macht irgendwo ja auch Spaß. Aber was bringt mir der ganze Scheiß, wenn ich nur noch am Farmen bin mit übelster Motivation, was auf die Reihe zu kriegen, und am Ende kämpfe ich nur noch mit allen möglichen Bugs. Ey, wurde das Spiel überhaupt getestet? Oder sind wir jetzt diejenigen, die das testen? Ich meine, ich habe dafür bezahlt. Früher wurde man dafür bezahlt, um Spiele zu testen. Wo sind wir denn angekommen? In meinen Augen sollte eine Beta mal zumindest spielbar sein. Also, ich sag nur eins, ich bin dermaßen enttäuscht. Ich meine, ich habe meinen Spaß mit dem Spiel, ja, aber wenn ich viel Zeit in etwas reinstecke, dann möchte ich auch, dass das irgendwann mal funktioniert. Und ich bin ein Mensch, ich gebe nicht auf. Alter, ihr werdet gleich mal sehen, mit was für Bugs ich alleine hierbei zu kämpfen hatte, und auch noch andere Bugs werde ich euch auch noch zeigen, die mir einfach komplett den Spielspaß nehmen. Das ist krass. Ich habe das Ding jetzt mittlerweile aufgestellt, damit ihr das nächste Mal, wenn ich das Gebiet verlasse, nicht vergisst, dass er da hinten ja irgendwo mal mit dem Boden verbunden war. Stelle ich dann jetzt hier einfach mal strack runter nochmal eine Linie. Aber ehrlich, dieses Spiel, es ist einfach, wenn ich den Car-Builder Simulator 2000 spielen möchte, dann kaufe ich mir den Car-Builder Simulator 2000. Aber das, was der Trailer mir über dieses Spiel versprochen hat, kann dieses Spiel auf keinen Fall erfüllen. Ein Survival-Spiel muss in meinen Augen dir die Möglichkeit geben, dass du wachsen kannst, dass du größere Basen bauen kannst und. Guck mal, ganz einfach. Die reden hier schon darüber, dass die mehr Automatisierung reinbringen wollen. Aber das, was momentan drin ist, das funktioniert ja schon überhaupt gar nicht. Hier sieht man, wie ich übrigens die meiste Zeit am Kämpfen war, die Pistons so einzurichten, dass die ihren Job tun. Und zwar sollen die ausfahren. Und wenn ich sage, um 20 Blöcke, dann sollen sie um 20 Blöcke ausfahren und nicht um 21 Blöcke.
wenn du 20 Zentimeter hast, dann erreichst du auch nur den 20. Zentimeter und nicht den 21. Und hier in dem Fall ist es durchgehend am Blockieren. Es ergibt absolut keinen Sinn. Die Physics des Games sind absolut bescheuert. Ich habe alles versucht und es verhakt sich immer wieder. Ich habe dem Ganzen Struktur gegeben, damit es eben halt smooth läuft. Ich habe versucht, dem Raum zu geben. Ich habe Blöcke hingesetzt. Ich habe sie wieder entfernt, hingesetzt, wieder entfernt. Ich habe so viel Zeit damit verbracht und dann kommen ab und zu noch mal solche Stellen hier, wie dass ich Blöcke setze und Black Screen. Ich meine, ich habe das Spiel schon mal ein bisschen ausgereizt. Hier den Kollegen musste ich in die Wüste verbannen, weil der hat so viele Bearings. Ach Gott, schaut euch das an. Aber das Traurige ist, selbst wenn das Ding stillsteht, verursacht der immense Lags. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert, deshalb kann ich da auch nicht direkt drüber urteilen. Aber ich meine, das ist jetzt ein Extremfall, ja. Also da ist viel Bewegung drin, da kann man vielleicht nochmal ein Auge zudrücken. Aber es gibt auch bekannte Bugs, ja, die werden nicht gefixt. Bei meiner automatisierten Farm, ich kann die echt mittlerweile fortschmeißen. Die verdreifacht bei jedem Durchlauf die Säulenfelder unter sich. Dadurch funktioniert das Bewässern nicht anständig, das Abernten funktioniert nicht anständig. Ich muss bei der automatisierten Farm nach jedem Durchlauf erstmal schön die Dinger nochmal abfarmen. Sollen die doch einfach reinpatchen, dass Felder, die in Feldern drin sind, automatisch zerstört werden. Ich meine, kein Spieler kann ein Feld in ein Feld reinsetzen, also wird das nichts beeinflussen. Und was mich hier bei der Brücke auch noch immens genervt hat, ich kann keine Neigung einstellen, außer mit Bearings. Und Bearings können einfach überhaupt kein Gewicht tragen. Die können ein Rad tragen und so viel wieder zum Car Simulator 2000. Fahrzeuge bauen, super toll, das Future, aber langsam habe ich das Gefühl, es geht hier nur ums Fahrzeuge bauen und Base bauen geht nicht. Wie will ich denn überhaupt auch voll automatisieren, wenn ich immer wieder irgendwelche Glitches habe? Wenn ich ein Gebiet verlasse, dann wird das eingefroren. Das merkt man allein schon am Crafting-Bot. Nehmen wir mal an, ich gehe farmen und ich sag dem, ey, jetzt hau mal rein, ich brauche gleich ordentlich viel Glas. Jetzt leg mal los, ich habe schon 200 Ember gefarmt oder mehr. Und dann gehe ich wieder raus, ein bisschen farmen oder was bauen, was vielleicht ein bisschen weiter außerhalb ist, wie hier der Spaß. Und dann komme ich wieder und es ist nichts geschafft. Ehrlich, wie viel Leistung nimmt das denn bitte ein, den Craftbot weiter arbeiten zu lassen, dass man sagt, oh, den frieren wir mal lieber mit ein, nicht, dass das Spiel noch abstürzt, weil zu viel auf einmal bearbeitet wird. Für mich absolut unverständlich. Und hier hatte ich dann auch mal einige Durchläufe, wo es schön gelaufen ist und habe gedacht, komm, machst du mal Tempo ein bisschen hoch. Und dann kommt der Aufzug runter. Hat genau eingestellt, auf dem Block genau, wohin er fahren soll. Und ich denke mir, warum fährt er denn auf einmal nicht mehr hoch? Da gucke ich auf den Boden und der ist mir durch die Bodenplatte durchgecrushed. Wie kann das sein? Dann mache ich es weg, der schießt hoch und bricht oben aus. Also kurz zusammengefasst. Wir haben Pistons, die nicht machen, was sie machen sollen. Wir haben Bearings, die einfach nichts anderes halten können als Räder. Und ansonsten haben wir nur die Möglichkeit, Block für Block zu setzen. Und an dem Punkt möchte ich jetzt echt gerne mal auf den Trailer eingehen. Indirekt wird mit Wasserphysics geworben, die es überhaupt nicht gibt. Multiplayer funktioniert auch noch nicht anständig. Und wenn es dann zu den Raids kommt, also zu Release-Zeitpunkt, mittlerweile geht's ja, ne? Da war, waren die Raids so laggy.
Da frage ich mich doch irgendwo, wie haben die es geschafft, diese Aufnahme zu machen? Ehrlich, ein Raid dieser Größe hätte für mich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich den fertig gemacht hätte. Allein schon wegen den Lags. Ja, bin ja froh, dass das wenigstens jetzt mittlerweile funktioniert. Aber wenn man sich dann auch mal so umguckt, ja, und wie viele bewegliche Elemente in dem Video zu sehen sind, das würde doch normalerweise nicht funktionieren. Normalerweise müssten hier Lags zustande kommen. Und das ist für mich in dem Trailer, der Werbung ist, irreführende Werbung. Wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, aber Eismann, hör mal, so und so und so. Nee, es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Ich habe alles. Ich habe einen zeitlichen Delay reingetan, ich habe die Geschwindigkeit verstellt und man sieht es wieder. Bug. Ich bin mir auch sehr wohl sicher, dass ich ganz schön Hate dafür bekommen werde für dieses Video. Wahrscheinlich 80% Dislikes. Aber es ist mir egal. Das ist meine Meinung. Wenn du mich jetzt aber fragst, soll ich das Spiel jetzt kaufen oder nicht, dann würde ich trotzdem noch Ja sagen. Wenn du das Spiel jetzt nicht als Survival-Aufbauspiel angehst, weil da gibt es echt Riesentitel, die richtig gut sind, ja, dann ist es trotzdem gut. Es ist völlig in Ordnung. Also, wenn man ein bisschen so hinter den Hintergrund steigt, findet man es sogar echt cool gemacht, ja. Aber ansonsten kann man es echt vergessen. Survival-Aufbau ist dieses Spiel nicht. Man baut sich das eine oder andere Autochen und vielleicht mal eine kleine Hütte mit einer Tür, die mit Knopf aufgeht, und wenn man ganz mutig ist, kann man sich vielleicht noch einen Aufzug hinbauen, der über 1, 2 Etagen geht. Ich steige halt auch überhaupt nicht hinter die Physics. Hier ist mir das wieder rausgeglitscht. Ich weiß irgendwann auch nicht mehr, was ich machen soll, außer natürlich abzubauen und wieder dran zu bauen. Aber an so einem Punkt von einem Spiel über Automatisierung zu reden, ich kann es nur nochmal sagen, das ist bescheuert. Die Lags sind ein Problem, man kann nichts Großes bauen, weil es immer rumglitscht irgendwo. Und das Allerschlimmste, das Verlassen eines Gebietes verhindert, dass es weiterläuft in diesem Gebiet. Das, das kann nicht funktionieren. Irgendwann bin ich ja auch mal an einen Punkt angekommen, wo es dann hin und wieder doch mal einigermaßen funktioniert hat, bis dann wieder irgendwas kam. Hier schon wieder. Und nachdem ich das dann auch wieder behoben hatte und es 2, 3 Mal gut lief, dann musste ich feststellen, dass es wieder irgendwo was gab. Immer diese ein Block, der zu viel ausfährt. Ich verstehe es nicht. Aber immer dann, wenn es funktioniert hat, dann musste ich mich darüber wundern, dass es einfach immens am Längen war. Ich meine, ich habe schon alle Bearings weggenommen. Obwohl es natürlich sau cool gewesen wäre, wenn das eine leichte Neigung hätte und die Dinger einfach da runterrollen würden. Funktioniert leider nicht, weil die einzige Neigung, die ich hinbekomme, ist mit einem Bearing. Und der hält nichts aus. Warum kann ich denn nicht einfach einen Block ein bisschen schräg setzen? Naja, wie auch immer. Bevor ich jetzt gleich die Lex zeige, hier noch einmal ganz kurz, was soll der Scheiß? Nach dem Neuladen hat es Gott sei Dank wieder normal funktioniert. Aber hier sieht man es. Der Crate rutscht runter. Und wenn mir jetzt einer kommen will von wegen, ja, dann brauchst du einen neuen Laptop, einen neuen Computer. Also, wenn ich einen 3 Wochen alten Gamer-Laptop habe, dann sollte der das doch einigermaßen hinbekommen. Also, ich für meinen Teil werde nicht mehr jede freie Minute in dieses Spiel reinstecken. Ich werde vielleicht nochmal das eine oder andere jetzt nachbauen, aber selbst werde ich nichts mehr produzieren. Vielleicht stelle ich auch nochmal das eine oder andere Tutorial rein, aber ich bin im Moment an einem Level angekommen, wo ich einfach echt enttäuscht bin und mir die Lust vergangen ist. Und bis dahin bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die Crates rüberzutragen und immer schön die Säufelder abzufärben von meiner automatisierten Farm. Für volle Automatisierung kann man übrigens mit Hilfe von Sensor und Mountable Spud Gun den Schalter betätigen.
Nach 300 Stunden Spielzeit, 309 um genau zu sein, kann ich trotz alledem sagen, 100 davon haben einen Heidenspaß gemacht. Wenn jemand behaupten sollte, das stimmt doch alles gar nicht, dann ist das entweder ein Idiot oder er ist bezahlt. Bis dann!